Hi, ich grüße alle Fans meiner Malerei und lade ein, sich die nächste Folge des Filmes Erudition der V-Augen anzusehen. Das Material, was wir heute benötigen, steht gut aufgelistet in der Beschreibung des Filmes. Fertig? Also los! Die heutige Malsession beginne ich mit Sienna gebrannt und Pinsel Nummer 4. Diese Farbe lege ich auf den unteren Kiefer Protagonisten meines Gemäldes. Bitte schauen Sie zu, wie sich die Farbe ändert, abhängig davon, welche Leinwandfläche ich bemale. Auf dem weißen Untergrund gemalt, behält Sienna ihre eigene Bräune. Auf dem dunklen Untergrund dagegen verändert sich ihr Farbton. Vom Flaschengrün bis zum Schwarz sogar. Wie wir aus den vorherigen Filmen von Mia wissen, waren die dunklen Linien und Flächen mit Prussian Blue bemalt. Wenn ich diese mit Sienna bemale, verändert sich ihr Aussehen und ich erreiche damit gewünschte Dreidimensionalität des Gemäldes. Jetzt mit Premier White bemale ich Wangenknochen und die Stellen auf dem Gesicht, die diese Aufhellung benötigen. Zu diesem Zeitpunkt auch Lippen bekommen ihre Farbe und Form. Jetzt widme ich mich dem rechten Auge des Porträts. Dabei achte ich auf die richtige Form des Auges. Der Nase widme ich mich mit einer großen Aufmerksamkeit, damit ich den Zeitpunkt nicht verpasse, an dem ich sagen kann, dass die Nase schon eine richtige Form hat. Dann widme ich mich dem oberen Lid des Porträts. Dabei achte ich auf die Stellen, die bevorstehen, sowie diese, die im Schatten liegen sollen. Auch die sichtbaren Teile des Ohrs bekommen einen Touch der Sienna. Bei Bemalen der Schläfe zeichne ich gleichzeitig die äußere Linie des rechten Ohrs. Bitte merken Sie sich diesen Vorgang. Die untere Grenze des Haares male ich auch mit Sienna. Im Schatten liegen auch Teile des Hinterkopfes, Halses sowie Schultern. Jetzt erkläre ich, warum ich das Gemälde, was ich gerade male, als Porträt bezeichnete. Weil es ein Porträt ist. Die Malrichtung figürliche Malerei ist ein Teil der Porträtsmalerei, womit eine ganze porträtierte Figur dargestellt ist, nicht nur ein Gesicht oder Büste. Hier sehen wir erneut, wie man auf der Leinwand ein Gesicht modellieren kann. Ich nutze immer noch Sienna gebrannt und der Pinsel ist Größe 4. Es ist nicht richtig zu denken, dass in der Malerei um Bemalen der größeren Flächen man ausschließlich Pinsel höherer Größe benötigt und um Bemalen der kleineren oder nahegelegenen Flächen braucht man nur Pinsel kleinerer Größe. In den nächsten Filmen zeige ich Ihnen, dass nicht immer so ist. Jetzt versuche ich, die Übermengen der Farbe zu entfernen. Bitte die einmal Handschuhe nicht vergessen. Und das war für heute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und lade euch ein, sich den folgenden Film der Reihe von mir anzusehen, wo ich die nächste Etappe der Entstehung der Gemälde vorstelle. Bitte um eure Kommentare und ich verspreche, jede Frage zum Thema zu beantworten. Wir sehen uns. Tschüss!